Here, in the Bern-Mittelland district, the future of Swiss cheese is being reshaped with vegan alternatives to camembert, fondue, and other varieties. Cashews are used as the basic ingredient instead of animal milk. Mein Name ist Freddy, ich bin Co-Founder und CEO von New Roots. Heute sind wir da in unserer neuen Produktion und kreieren hier die Tradition der Zukunft. The company New Roots, set in the tranquil municipality of Oberdiessbach, produces some 150,000 of their vegan cheese alternatives monthly. In 2015, Freddy Hunziker founded his own company. He was only 21 at the time. He is not allowed to call his camembert version cheese in Switzerland because they are made without animal milk, a fact that doesn't bother buyers. The traditional Swiss cheese artistry also comes into play here. So, hier sind wir in unserem Weichkäseraum, wo unsere Produkte für 2 bis 3 Wochen reifen. Wir haben hier unsere Camembert-Alternative, die aus Cashewkernen hergestellt ist, aus der Cashewmilch. Das Schöne daran ist, dass sie wirklich hergestellt sind wie Kuhmilchprodukte auch. Das heißt, wir machen am Morgen die Milch, wir fermentieren dann die Milch, dann kommen die Produkte in Käseformen und dann werden sie hier über 2 bis 3 Wochen eingelagert, wo die Produkte auch ihren traditionellen Mantel erhalten aus Weißschimmel. Jetzt brechen wir da mal ein Produkt auf, wo man auch sieht den inneren Teig des Produktes. Und diese Produkte werden heute verpackt und gelangen dann in verschiedene Märkte im In- und Ausland. Freddy Hunziker seeks relaxation and a change from everyday life in the nearby mountains. 6 years ago, Freddy was training to become a professional biker, but an accident changed his life abruptly, destroying his career plans. During this time, he dealt with regeneration and vegan nutrition and developed the idea for his company. Durch den Sport wurde ich sicherlich ziemlich diszipliniert, auch durch das ganze Training, die ganze Herausforderung, in einem Wettkampf auch teilzunehmen. Und das hat mir eigentlich sicher einen guten Lebensweg gezeigt, für im Unternehmertum ready zu sein. This one-man show has now grown into a company with 25 employees. Currently, they are working on an alternative to hard cheese. In addition to concerns for animal welfare, Freddy Hunziker and his team find it important that cashews produce less CO2 than dairy products, even when imported from overseas countries like Vietnam. Die Herstellungsart eines Rohstoffes ist eigentlich eines der wichtigsten Teile in puncto CO2-Bilanz. Unsere Cashewkerne wachsen auf nährreichen Böden, ohne dass Wasser dazugesetzt werden muss. Das einzige Negative ist dann eigentlich der ganze Transport, der rund jetzt in puncto CO2-Bilanz 5% dazu zählt. Das ist eigentlich ein sehr kleiner Bruchteil. Die Schweizer Kuhmilchindustrie oder Tierindustrie, die importiert jährlich rund 1,3 Millionen Tonnen Futtermittel. Wenn man 1,3 Millionen Tonnen Cashewkernen importieren würden, wir könnten damit rund 3/4 von Europa mit unseren Käsealternativen abdecken, oder? Das sind gigantische Zahlen. Also in other parts of the country, the traditional art of cheesemaking is being reinvented, like here in the city of Geneva in the French part of Switzerland. Crèmerie Vegan opened in 2017 and was one of the first stores to offer vegan alternatives to dairy products that are also made from cashew nuts. Well, I think it will take some time to make people here eat this kind of cheese, but if you don't start to, nothing happens. I'm actually vegan myself, so I'd probably try it because I've tried vegan cheese before. It's not always as good as actual cheese because I do like the taste of actual cheese, but it would be great if there gets like more options on the market and stuff because it would be nice for people like me or people that have lactose intolerance, so hopefully. I guess if someone could work on it, because like veganism is like a very popular trend, so I feel like someone would probably work on it and it could work here, yeah. Crèmerie Vegan in downtown Geneva is out to prove that cashew alternatives are just as good as their dairy predecessors. Bienvenue, je suis Malena Azam, je suis cofondatrice de la Crèmerie Végane à Genève où nous fabriquons des fromages végétaux à base de noix de cajou
Notre mission au quotidien, c'est d'accompagner les gens et de les convaincre en fait qu'on peut passer à une version végétale de la fromagerie traditionnelle et conserver tous ses plaisirs. Milena Assam runs a small family business. They offer around 20 different varieties of vegan alternatives to classics like goat cheese rolls, camembert, and Gruyere hard cheese. Their hard cheese variety takes up to 5 months to mature. C'est un plaisir, on a vraiment le temps de l'affinage parce que l'affinage c'est du temps et le temps passé à faire ça nous permet vraiment de nous familiariser avec le produit et d'en faire notre petit bébé. 4 years ago, Milena Assam raised money via crowdfunding and started her own small business. Soaking the cashew nuts, making the milk, seasoning, and decorating is all manually done here. The big interest in her vegan cheese alternatives surprised even her. On a beaucoup plus de personnes qui sont intolérantes aux produits laitiers et surtout, on a les flexitariens ou omnivores. Ce sont les personnes qui se définissent, en fait, qui ont envie de changer, de faire un peu mieux, mais qui ne sont pas encore prêtes à franchir le cap. Mais beaucoup nous disent qu'elles sont prêtes à devenir véganes une fois qu'elles ont dégusté nos produits. We're back in the German-speaking part of Switzerland, Bern-Mittelland, where unlike in the big city, vegan cheese doesn't seem to have really caught on here yet. Sehr erfrischend. Kräuter, also geschmacksintensiv. Aber man merkt, dass es nicht Käse ist. Ein leichter Käsegeschmack, ein bisschen Kräuter und dann hört es auf. Schmeckt gut, aber schmeckt wie Hefe irgendwie. Even though some people aren't quite convinced about vegan cheese yet, Freddie Hunziker and his team are already working on another alternative for a Swiss cheese classic, a vegan fondue. Ja, für uns war ein Fondue von großer Wichtigkeit, weil eigentlich ein traditionelles Schweizer Fondue verkörpert, wofür die Schweizer Tradition oder das Käsereihandwerk einsteht. Und mit dem Fondue, das wir mit unserer Entwicklung entwickelt haben, haben wir ein super Produkt kreiert, das in puncto Schmelzverhalten, Aussehen eigentlich super gut abschneidet und sicher auch Familien, Freunde verbindet. In Switzerland, nearly 2.6% of the population follows a vegan diet, and consumers of alternative cheese products are growing. Unser Ziel ist wirklich, dass wir die Nicht-Veganer ansprechen können, um ihnen einerseits zu zeigen, hey, wir haben eine Alternative, die ethisch ist, die nachhaltig vertretbar ist, die auch gesünder ist, ohne gesättigte Fettsäuren, ohne Cholesterol. How do we imagine our future diets? Will we still use animal milk? Perhaps the production of vegan cheese alternatives helps paving the way to a more sustainable nutrition in the Alpine nation of Switzerland and elsewhere.